da sind wir auch schon. Und dann kann es auch schon losgehen, Kate, mit unserem Videopodcast. Ich freue mich. Travel Like a Local Polen mit Kate Wenzig und Udo Schmidt. Und das ist ein ganz besonderes Format. Travel Like a Local heißt das. Travel Like a Local heißt, dass Kate, und darüber reden wir gleich als erstes, einen polnischen Hintergrund hat. Genau. Und als Local nach Polen gereist ist mit ganz eigenen Eindrücken. Das ist schon mal super spannend. Mhm. Und wir haben gedacht, das ist so spannend, dass wir das als Videopodcast machen, als Audiopodcast zwischen Hamburg und Haiti, in der Audiothek und danach dann auch immer überall, wo es Podcasts gibt. Aber natürlich auch ein ganz toller Film von dir. Der wiederum ist auf YouTube, ARD Reise, und der heißt, wie heißt er? Travel Like a Local Polen. Überraschung, genau. Surprise, Überraschung, surprise. ganz genau, so heißt er. Alles mitgenommen. Alles, genau. Polen. Ein Land, dessen Schönheit euch begeistern wird. Ich reise mit euch durch die Heimat meiner Eltern. Ganz nah an meinen Wurzeln. Mit vielen Geheimtipps, Action, Überraschungen, Also so fangen auch manche Horrorfilme an, ne? Begegnungen voller Nähe und Momenten, die auch mich tief berühren. Alleine hier zu sitzen und das hier alles zu sehen und zu spüren, wie gesagt, das bedeutet mir irgendwie gerade sehr viel. Diese Reise wird genauso wie Polen nun mal ist. Wunderschön. Echt. Ganz ohne Filter. Und voller Herzlichkeit. Na zdrowie. Kommt mit auf ein unvergessliches Abenteuer. Travel Like a Local, Kate. Du hast also einen polnischen Hintergrund. Musst du mal ein bisschen erzählen. Ich weiß ja schon ein bisschen was von dir. Was ist dein Zugang zu Polen? Ich nenne es mal so. Also es ist so, dass ich keine gebürtige Polin bin. Aber meine Eltern kommen aus Polen. Das heißt, ich bin in Deutschland zur Welt gekommen, in einem deutschen Umfeld, aber ich sage immer in einer polnischen Bubble. Also ich hatte, klar, polnisches Essen, mit dem ich groß geworden bin, polnische Musik, polnische Kinderbücher, polnische Kinderfilme. Und die erste Sprache, die ich gesprochen habe und auch meine Lieblingssprache, war Polnisch. Das heißt, ich war wirklich in dieser kleinen polnischen Blase zu Hause, aus der ich natürlich immer wieder auch rausgekommen bin und mir dann im Laufe meiner Kindheit und meiner Jugend irgendwo auch die Frage gestellt habe, was ist denn jetzt eigentlich meine Identität? Weil in Deutschland hatte ich häufig das Gefühl, zu polnisch zu sein, zu anders zu sein. Ne? Der Nachname ist irgendwie komisch, jetzt hat sie dieses Wort irgendwie komisch ausgesprochen. Was esst ihr denn da Seltsames? So in diese Richtung. Und wenn wir in Polen waren, habe ich zwar keine Ablehnung erfahren, aber natürlich war ich schon so das tendenziell eher deutschere Mädchen, das halt ein total süßes Polnisch gesprochen hat, aber natürlich eben nicht gebürtig dort herkommt. Deswegen war das sehr lange so eine Identitätssuche. Mittlerweile würde ich sagen, es ist beides ein ganz wichtiger Teil von mir. Deswegen, ich habe das große Privileg, sage ich immer, 2 Heimaten zu haben. Ich bin deutsch, aber ich bin auch genauso polnisch und es ist beides ein Teil von mir. Da bin ich stolz drauf. Das kann es auch sein, das hört sich super spannend an und darüber reden wir gleich noch ein bisschen mehr, über die 2 Heimaten, ganz toll. Auch so ein bisschen über das Problem der Identität, wer bin ich, was du eben gesagt hast, hier bin ich nicht ganz und dort bin ich auch nicht ganz, finde ich super. Ganz unvorbereitete Frage, du hast Polnisch eben erwähnt, die polnischen Kinderlieder, die polnische Bubble. Ja. Kannst du kurz eins singen? Hast du was irgendwie im Kopf gerade? Ja, ich weiß, das ist gemein von mir, nicht, aber ist mir so eingefallen, weil das bestimmt sich sehr, sehr schön anhört. Małemu lepiej, bo każdy mały o tym wie. Mały wie, że on urośnie, a duży już nie. Das hörte sich A schon mal gut an, muss B aber noch übersetzt werden. Ja, also das ist so eins meiner Lieblingslieder. Das habe ich irgendwie immer meinen Eltern vorgesungen oder mit meinem Papa. Dem Kleinen geht es besser als dem Großen, also sprich dem Kind, weil der Kleine weiß, dass er noch groß wird. Aber der Große ist jetzt schon groß. Also der hat jetzt so nicht mehr so viel vor sich in diesem Sinne. Also so cool. Wir werden noch groß. Und eine Form von Trost irgendwie auch, nicht? Ja. Ganz genau. Ja, so, wenn man etwas nicht darf, dann weiß man als Kind, naja, aber irgendwann darf ich ja. Okay, du bist die ganze Zeit jetzt durch Polen gereist, und das ja wirklich nicht zum ersten Mal. Und jetzt müssen wir darüber noch mal ein bisschen mehr reden, über die zweite Heimat. Du hast dort ja sehr, sehr viel Zeit verbracht auch schon, aber bist dort ja nicht geboren worden, aber hast dann zwischendurch Zeit verbracht.
Das heißt, du bist zwischen ersten und zweiten Zuhause hin und her gewechselt oder war dann irgendwann auch Polen, Warschau, weiß ich, dort warst du länger, kommen wir gleich auch noch drauf. War das dann dein erstes Zuhause? Ja, also im Prinzip, ich habe dort studiert. Also ich habe mich irgendwann dazu entschieden, nachdem wir natürlich jedes Jahr hingefahren sind und unsere Verwandtschaft besucht haben, ich möchte länger da sein. Also ich hätte während meines Studiums die Möglichkeit gehabt, auch woanders auf der Welt hinzugehen. Deswegen wurde ich auch häufiger gefragt, warum ausgerechnet Polen? Du könntest, keine Ahnung, in die Staaten oder nach Lateinamerika oder sonst wohin. Ich so, ja, ich möchte eben auch meinen Wurzeln für eine längere Zeit näher sein. Deswegen habe ich mich dazu entschieden. Ein Teil meiner Familie wohnt auch in Warschau. Ja, und dementsprechend war ich dort und das war mit einer der schönsten Zeiten in meinem Leben tatsächlich, würde ich sagen. Und dann gehst du durch die Straßen und ich kann jetzt auch ein bisschen sagen, weil ich deinen Film ja auch kenne, dann gehst du durch die Straßen und guckst, wo war das noch, wo habe ich gewohnt und so. Konntest du dich an alles erinnern? Ja, natürlich. Ich glaube, das Einzige, was mir dann jetzt so ein bisschen entfleucht ist, in welchem Stockwerk ich gewohnt habe. Es war das 2. oder das 3., aber ich kann mich noch an diese Wohnung genau erinnern. Natürlich, wo sie war, die Czerniakowska 34, so hieß die Straße. Ich sag mal so, nach dem Feiern war es manchmal ein bisschen schwierig, das auszusprechen, aber es hat meistens ganz gut geklappt, wieder nach Hause zu kommen. Ja, und ich habe ganz viele Erinnerungen, also die Straßen, wenn ich da entlang wandere, ich habe gleich tausende Bilder im Kopf. Es verändert sich auch alles sehr schnell in Warschau, aber das bleibt gleich, die Emotionen, die ich damit verbinde. Also Nowy Świat ist ja so gefühlt die Straße, auf der ich die meiste Zeit verbracht habe, als ich hier studiert habe. Einfach weil es hier alles gibt. Ein leckeres Café neben dem nächsten, eine schicke Boutique neben der nächsten. Also wirklich so ein Mix aus Lifestyle und historischem Warschau. I love it. Von der Flaniermeile aus gehen wir zur Warschauer Universität. Ein wunderschönes Gelände. 2011 habe ich hier studiert. Crazy, ich habe so viele Erinnerungen an diesen Ort hier. Total absurd und einfach wunderschön. Also wirklich ein Flashback nach dem nächsten, egal was ich hier sehe. Jetzt versuchen wir mal, soll ich das sagen, den Blick auf Warschau zu teilen. Einmal der Blick der Reisenden, mein Blick vielleicht. Ich bin das erste Mal in Warschau. Ich war da doch nie. Insofern wäre ich das erste Mal in Warschau. Und dein Blick als Local, der möglicherweise ein ganz anderer ist. Wenn ich als neuer Mensch dorthin komme, als Neureisender, was muss ich sofort sehen und welchen Eindruck glaubst du, werde ich haben? Also ich finde, Warschau ist so eine Stadt, in der man wandern kann. Also sprich, man kann sich einfach so ein bisschen von der Stadt treiben lassen. Es gibt zwar so ein paar Spots, wo ich sage, das sollte man schon gesehen haben, aber hauptsächlich geht es darum, das alles auf sich wirken zu lassen. Diesen Kontrast, dieses Raue, dieses Moderne, die Skyline mit dem Pałac Kultury, dem Kulturpalast, der jetzt nicht unbedingt bei allen Polen unbedingt beliebt ist als Geschenk der Sowjetunion, aber ist am Ende so eine ganz besondere Marke hin zur Altstadt mit Kopfsteinpflastern, bunten Fassaden und einer völlig anderen Atmosphäre. Also Warschau ist in meinen Augen die Stadt der Kontraste, das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Aber was ich definitiv sagen würde, unbedingt mal wenn man im Sommer da ist, in die Łazienki Królewskie. Das ist eine riesige Parkanlage. Wir behaupten immer, dass der Central Park wurde danach erst gemacht. Ne? Ja, think big, finde ich ja. Bloß keine Bescheidenheit. Und da kann man auch wirklich Stunden verbringen, was Leckeres essen, einfach am Wasser sitzen, weil dort gibt es auch überall kleine Seen und eben im Sommer Musik. Chopin wird da gespielt. Oder auch, was ich auch ganz toll finde, die Wisła, das ist ja der Fluss, der durch Warschau fließt, da einfach an der Promenade entlang laufen und das Leben so auf sich wirken lassen. Also wie gesagt, das sind ganz viele Kontraste und es ist einfach schön, das alles mal zu beobachten, zu erleben, sowohl für Touristen als auch für Menschen, die schon häufiger dort gewesen sind. Menschen wie du, also Kate, Ja. die schon häufiger da gewesen sind. Und du hast ja, jetzt sind wir beim zweiten Teil des Blicks, so ein bisschen, einen bestimmt ganz eigenen Blick. Ich weiß, das hat dir Spaß gemacht, das weiß ich schon ein bisschen vorab, da auch nach Essen zu schauen auch. Und ich weiß auch, dass du so ganz bestimmte, ganz eigene Ecken dir rausgesucht hast. Vom Restaurant, ich sag nicht im Hinterhof, sondern irgendwo im 3. Stock in einer kleinen Wohnung. Da kommt ja eigentlich kein Mensch drauf, nicht, oder? Nee, also tatsächlich Aber ist, du. Ja, es ist ja auch Travel like a local, ne? Wir wollen ein bisschen tiefer reintauchen in das ganze Geschehen und das ist tatsächlich ein Tipp, sag ich jetzt mal, also ein ganz, ganz heißer Tipp, selbst für Einheimische. Also Bar Waga, das ist das Restaurant, in dem ich gewesen bin, mit meinem Cousin, der sein ganzes Leben in Warschau lebt und dieses Restaurant noch nicht kannte und dort auch noch nie gewesen ist. Und wenn man mal wirklich sich fühlen möchte wie bei einer polnischen Oma zu Hause,
und genauso bekocht werden möchte und so wirklich diese typisch urige Atmosphäre erleben möchte, dann ist man da genau richtig. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der dort gewesen ist. So geht es, wie gesagt, auch den Einheimischen, aber auch dem einen oder anderen Touristen, der sich dort, du hast es gerade schon gesagt, hin verirrt hat, weil man würde da einfach vorbeilaufen. Das ist einfach so ein älterer Wohnblock mit so ganz urigen Schildern noch dran. Also da steht Frisier für Friseur, auch jetzt nicht gerade sehr einladend. Aber wenn man dann da reingeht, dann entdeckt man fast schon wie so ein kleines Paralleluniversum. Paralleluniversum Essen wie bei Oma, würde ich mal sagen. Wer es sucht und es nicht findet, einfach mal bei Kate anfragen. Genau. Kate weiß den Weg. Warschau ist, klar, Hauptstadt, Wirtschaftsmetropole. Ist sie auch kulturelle Metropole, kulturelle Hauptstadt? Ich habe einen Hintergedanken, du ahnst es schon. Kommen wir jetzt gleich drauf, nicht, oder? Ja, das ist ein kleiner Streitpunkt, dem man in Polen immer mal wieder begegnen wird, die Kulturhauptstadt. Also erstmal zu Warschau. Warschau ist, wie gesagt, rough, hat Ecken und Kanten, hat sehr viel Moderne, ist extrem am Wachsen, ist sehr schnelllebig, alles verändert sich wahnsinnig schnell. Gleichzeitig hat es natürlich viel Kultur, viel Geschichte, Museen, Opern etc. pp. Aber wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist und in Polen nachfragt, werden die meisten Polen sagen, die Kulturhauptstadt, die so richtig schön auf eine Postkarte passt, ist Krakau. Welcome to Krakau! Keine halbe Stunde und wir kommen in der ehemaligen Hauptstadt Polens an. Kultur und Geschichte an jeder Ecke. Aber wer das echte Krakau erleben möchte, muss sich auch mit einem anderen Kapitel befassen. Geh dir jetzt runter. Die Piwnica pod Baranami. In diesem Kulturkeller spüren wir eine andere Geschichte Polens. Unter dem Kommunismus trafen sich hier Menschen, die auf ihre Art Widerstand leisteten. Mit Worten, Kunst, Musik, gegen Zensur und für etwas Freiheitsgefühl. Sollte man sicherlich gesehen haben. Nun muss ich zugeben, Fall. das einzige Stück Polen, das ich gesehen habe, ist und war bisher Krakau. Und das war beeindruckend schön, beeindruckend kulturell wichtig. Ja, war auch so ein bisschen subkultureller Hotspot. Unistadt mit tollen Bars und Kneipen, wunderschönen Restaurants, einem ganz tollen jüdischen Viertel und natürlich deutscher Geschichte drumherum, ja, Auschwitz, Schindlers Fabrik, bekannt durch Schindlers Liste und die grandiosen Rettungsversuche des damaligen Unternehmers. Da ist ja ganz viel passiert. Das alles ist zu sehen und man muss es auch gesehen haben, sage ich mal. Als du in Krakau warst, und du wirst Krakau kennen, du warst jetzt auf dieser Reise ja auch in Krakau, dein erster Weg wirklich an diese deutschen Erinnerungsstätten oder war es der zweite, dritte oder hast du gesagt, das kenne ich schon, da war ich schon so oft? Also ich war tatsächlich schon häufig in Krakau und trotzdem mich führt, also auch unabhängig von diesem Film, würde mich der Weg immer dorthin führen, also ins Ghetto in Krakau, weil es einfach so ein wichtiger Punkt ist und ich finde, also so empfinde ich, muss man sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Man muss da auch drauf gucken, auch natürlich auf die schönen Seiten, gerade in Krakau, davon gibt es unzählige. Aber auch das ist eben Teil der Geschichte und da muss man auch hingucken. Deswegen definitiv etwas, das man meiner Meinung nach gesehen haben muss und auch etwas, wo es mich immer mal wieder, und wenn es nur für eine Stunde ist, hinzieht. Damit wären wir ein bisschen bei dem Thema, das man auch mal eben ansprechen muss, wenn wir in Polen unterwegs sind. So deutsch-polnisches Verhältnis, ja nicht immer einfach gewesen, natürlich. Dunkle deutsche Geschichte, nicht Drittes Reich, furchtbar. Aber auch danach immer wieder schwierig gewesen. So wie ist dein Empfinden? Spielt das eine große Rolle im Alltagsleben, auch wenn du dort unterwegs bist? Am Ende kann ich natürlich nicht für alle Menschen sprechen oder für ganz Polen, aber ich persönlich habe gar keine negativen Erfahrungen gemacht oder also zumindest keine, die mich jetzt irgendwie groß geprägt hätten oder die mir groß im Kopf geblieben sind. Ich habe eher den Eindruck, wenn ich Menschen in Polen treffe, sowohl in Städten als auch in ländlicheren Gegenden, dass die eher interessiert sind, weil eben, du hast es ja auch gerade schon gesagt, du wusstest jetzt nicht, ist der jetzt aus Deutschland oder hat er Verwandtschaft. Ich glaube, gerade im schlesischen Bereich sowieso, aber in vielen Ecken haben Menschen Verwandtschaft in Deutschland oder Freunde, die nach Deutschland gezogen sind. Also irgendwelche Berührungspunkte. Man ist irgendwie auch Nachbarland, also man hat Berührungspunkte zueinander. Deswegen habe ich eigentlich nie Negativerfahrungen gemacht. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, die Menschen sind interessiert, die sind recht offen und
ich habe auch den Eindruck, weil ich habe ja gefühlt meinen kompletten Freundeskreis irgendwann mal nach Polen, gerade nach Warschau geschleppt. Alle sprechen nur positiv. Es gibt niemanden, der da irgendwelche Negativerfahrungen gemacht hätte. Aber nochmal, ne, das ist meine Blase, meine Bubble. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht irgendwelche Generationskonflikte gibt oder Menschen, die es ein bisschen anders sehen. Aber gerade in den jüngeren Generationen ganz im Gegenteil. Da ist eine ganz große Offenheit und vielleicht auch punktuell so eine Verbundenheit zueinander. Das hört sich ziemlich gut an. Ja. Sehr schön, gut. Ist ja auch ein tolles Land. Das hast du schon sehr überzeugend rübergebracht. Wenn ich da jetzt unterwegs bin oder auch Jüngere, wie leicht komme ich denn an die Menschen ran? Du kannst es ganz einfach, das ist ganz klar. Aber wie würde es mir gehen? Ich kann kein Polnisch, klar, aber kann mich ganz gut verständigen eigentlich. Ansonsten lerne ich da schnell Menschen kennen beim Essen oder ist es einfach, darauf zuzugehen? Also zum einen glaube ich, wenn man so 1, 2 Worte kann, ne, sei es Dziękuję, Dzień dobry, do widzenia, also ne, das Danke, Hallo, Tschüss, da ist man schon, da freuen sich die Menschen einfach schon sehr. Davon abgesehen muss man sagen, finde ich, dass gerade in den größeren Städten die Menschen, sowohl ältere als auch jüngere, meistens etwas Englisch können. Füße und Hände funktioniert auch immer, sich zu verständigen. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, ich habe meinen Mann mal auf eine polnische Hochzeit geschleppt. Der hat sich mit Leuten unterhalten, die kein Wort Englisch können und er konnte zu dem Zeitpunkt auch kein Wort Polnisch. Und die hatten die beste Zeit und lagen sich dann so Arm in Arm irgendwann mal auf der Tanzfläche in den Armen. Noch ein Gläschen Wodka, dann funktioniert das sowieso. Das hilft. Deswegen, ich glaube, es ist schon recht leicht. Plus, ne, mittlerweile machst du Google Translate auf, dann funktioniert auch das. Was man aber wissen muss, finde ich, das ist, glaube ich, der Eindruck, den der ein oder andere haben könnte, ist nicht immer so, aber könnte, Ausrufezeichen, dass Polen, also ich denke da zum Beispiel jetzt an meine Mama oder auch an meine Tante, Polinnen vielleicht auch, erstmal etwas kühler oder reservierter wirken oder erstmal so ein bisschen die Lage abchecken. Das ist aber nicht Ablehnung. Das ist einfach wirklich erstmal gucken, woran bin ich bei dieser Person. Und wenn man dann so ein bisschen diese kühle Schale, sag ich mal, gebrochen hat, ist man im Herzen, dann kommt man da nicht mehr raus. Und mein Lieblingssatz oder mein Lieblingssprichwort ist immer noch Gość w domu, Bóg w domu. Ist ein Gast im Haus, ist Gott im Haus. Und ich glaube, das sagt sehr viel über die Gastfreundschaft der Polen. Und ich habe zumindest nie Negativerfahrungen gemacht. Ja, hat mir jetzt nicht gerade Angst gemacht, was du gesagt hast. Nee. Das finde ich auch, wirklich. Jetzt sind wir in den großen Städten unterwegs, ja. Also in Warschau haben wir schon was von gesehen, eben auch in Krakau in unserem Gespräch. Jetzt fahren wir ein bisschen raus, nicht? Aufs Land. Wir sind auch noch mal in Zakopane mit dir. Wie kommst du auf Zakopane? Das kennt man, also ich kannte es nicht jedenfalls. Wie kommt man dahin? Sollte man dahin? Nächste Frage. Voll. Unbedingt, ja. Super Ecke. Zakopane ist nochmal ein völlig anderes Polen. Ich war da schon 2, 3 Mal als Kind, als Teenager und mich zieht es dorthin, weil es eben sehr urig ist, sehr traditionell, sehr ursprünglich. Die Guralen, das ist das Bergvolk der Tatra gewissermaßen. Die haben eine sehr, sehr lange Tradition, die Generationen zurückreicht und die leben das bis heute. Das spürt man richtig in diesem Ort, in der Musik, im Essen, natürlich die wunderschöne Kulisse drumherum. Und tatsächlich sind da mittlerweile doch recht viele Touristen. Da war ich selber auch ein bisschen überrascht, als ich diesmal da gewesen bin, was wahrscheinlich an der Nähe zu Krakau liegt. Da kommt man recht gut hin, im Flieger mittlerweile. Und das ist einfach nochmal etwas ganz anderes. Also ich würde fast sagen, fast wie so ein Themenpark in Disney World, wo man sich teilweise denkt, okay, krass, und das ist echt so. So eine kleine Märchenwelt. Ja. Zakopane, der Ort Zakopane. der Tradition. Disney World hast du eben auch schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob das alle dort gerne hören würden, aber das heißt ja was. Das heißt ja, da ist ganz viel von ursprünglicher Tradition, auch von Bergbau, also von Leben und Arbeiten, wie es mal war. Ist es noch so? Das in die Guralen meinst du? Ja, natürlich ist viel moderner geworden. Natürlich hat sich auch dort sehr viel entwickelt. Klar wird da nicht mehr das Land gepflügt wie jetzt noch vor 50 oder vor 100 Jahren oder noch länger her, aber die halten schon sehr an ihren Traditionen fest. Die werden weiterentwickelt. Das ist also Living Culture, also eine lebende Kultur, Living Tradition, die nicht irgendwie die ganze Zeit so bleibt, wie sie mal war, sondern sie wird durch junge Menschen
weiterentwickelt. Und das merkt man auch, da sind sehr, sehr viele junge Leute, die eben in dieser traditionellen Kleidung unterwegs sind, die auch in den Gasthäusern Musik spielen. Also da gibt es diese verschiedenen traditionellen Karczmas, wo man essen gehen kann. Jeden Abend gibt es dort Live-Musik, in den meisten Locations zumindest. Und auch da merkt man, dass man spürt das richtig. Das ist nicht tot, das ist auch nicht am Sterben. Es ist ein bisschen moderner geworden, viel auch bei Social Media zum Beispiel, etwas digitaler. Aber es bleibt doch alles erhalten. Und das finde ich sehr schön, ohne dass es zu oll wird. Wenn ich da jetzt hinfahre, dann reicht es immer noch, wenn ich nur 2 Worte Polnisch kann? Oder wäre da ein bisschen mehr schon gut? So, Ich sag mal so, du machst dir immer mehr Freunde. Und ich glaube, das gilt eigentlich für jedes Land. Du machst dir immer mehr Freunde, du kommst immer mehr mit den Menschen in Kontakt, wenn du ein paar Brocken der Sprache sprichst. Du machst die Menschen glücklich und bringst sie vielleicht auch zum Lächeln, wenn die irgendwie das mitbekommen, dass du dir diese Mühe gibst. Aber wenn nicht, wirst du trotzdem mit offenen Armen begrüßt. Wir machen einen kleinen weiteren Schritt nochmal. Ich nehme ja das an, wo du so warst und was ich spannend finde, Zalipje. Zalipje, richtig ausgesprochen? Zalipje ist, wenn wir gerade schon bei Märchenatmosphäre sind, auch wieder so ein sehr märchenhafter Ort, wie ich finde. Auch bedingt bekannt bei Polen, habe ich den Eindruck. Also meine Tante, die in Warschau lebt, die kannte diesen Ort zum Beispiel nicht. Das muss man sich so vorstellen. Die Menschen dort waren ziemlich arm früher. Es ist wirklich so ein kleines Dörfchen. Und die Frauen fingen dann irgendwann an, sich die Welt bunt zu machen, die ein bisschen trist und grau war, weil die hatten eben ihre Öfen, die Backöfen im Haus drin. Dadurch sind die Wände irgendwann schwarz geworden vom ganzen Ruß. Klar, wenn du das die ganze Zeit da am Backen und am Machen bist, irgendwann verfärbt sich dann alles drinnen. Also es sah dann natürlich nicht so hübsch aus. Und dann fingen die innen an, erstmal mit so kleinen Figuren, mit so kleinen Blümchen, diese Wände innen schön zu machen, sodass alles ein bisschen bunter war. Und das hat sich dann immer mehr nach außen getragen. Irgendwann waren die Häuser komplett mit Blumen bemalt, dann die Zäune, dann Hundehütten und alles Mögliche. Also wenn man da jetzt hinreist, man hat wirklich das Gefühl, man ist in so einem kleinen Märchenort gelandet. Und diese Tradition wird bis heute weitergeführt. Also die Menschen, die dort leben, die halten daran fest. Also auch wieder so eine Living Tradition und malen weiter. Und das zieht natürlich immer mehr Menschen an. Also das ist schon ein sehr zauberhafter Ort. Kate, einmal, zum Schluss musst du noch an die Küste gucken. Da waren wir jetzt ja noch gar nicht so richtig. Wenn ich 2 Wochen Polenreise mache, muss ich da einmal hin? Ich finde schon. Einfach, man hat diese großen Städte, man hat diese Moderne, man hat die Kultur, die Historie, dann dieses Urige auch in Zakopane, dieses Traditionelle. Dann muss man auch einmal dieses maritime Flair bekommen, in Danzig zum Beispiel, die Goldstadt, die Bernsteinstadt, so Quatsch, Goldstadt. Die Stadt von Bernstein geprägt, direkt an der Küste, mit ganz, ganz vielen wunderschönen Strandabschnitten, die teilweise bekannter sind, aber da gibt es so die ein oder andere Ecke, da sind wirklich nur Locals unterwegs und man hat gefühlt den halben Strand für sich alleine. Also das ist auch Pflicht eigentlich. Nochmal eine Pflicht zum Schluss, ganz mal schnell. Ich würde noch mehr Sachen erzählen, da gibt es so viel. Ich weiß, aber ich frage jetzt nicht weiter, obwohl wir könnten einfach nur reden. Aber es hat bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war jetzt unser Videopodcast auf ARD Reisen, auf YouTube für ARD Reisen. Es gibt ein Feature, Travel Like a Local. Polen, genau, mit der Local Kate Menzig. Es gibt den Audiopodcast zwischen Hamburg und Haiti in der Audiothek und kurz danach auch überall, wo es Podcasts gibt. Und das war jetzt ganz wunderbar. Kate, ich danke dir. Ich danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, Udo. Und wir beide sagen jetzt nochmal Tschüss, nicht? Oder? Tschüss. Do widzenia.